Wir sind in Tadschikistan angekommen. Wir haben uns schon sehr lange auf das Land gefreut und endlich waren wir mittendrin. Endlich konnten wir das Dach der Welt erkunden. Schon ab dem ersten Tag waren wir begeistert. Am nächsten Tag, nachdem wir in Istarafshan angekommen waren, sind wir wieder losgefahren. Wir haben uns entschieden, nicht weiter in die Fergana-Ebene zu fahren, denn es war wieder sehr heiß und die Erinnerungen an die Hitze in Usbekistan verfolgen uns immer noch. Fergana-Ebene, haben wir in dem letzten Video erklärt, ist diese fruchtbare Ebene mit vielen Grenzstreitigkeiten. Also fahren wir ein Stück zurück, die Straße war sehr schön zu fahren und wir wollten noch ein paar Abstecher machen. Gleich haben wir neben der Straße eine Art Schlucht entdeckt, die jetzt im Sommer komplett ausgetrocknet war. Man kann sich aber gut vorstellen, dass dort viel Wasser fließt. Dann haben wir eine sehr schöne Terrasse gefunden am Straßenrand und wollten dort einen Kaffee trinken. Wir nahmen Platz auf einem typischen Divan und als wir zahlen wollten, fragte uns der Kellner, woher wir kommen. Wir haben etwas gezögert, weil diese Frage wurde uns in Usbekistan und in Kasachstan sehr oft gestellt. Immer haben wir nach dem Preis gefragt und dann kam diese Gegenfrage, wo wir herkommen. Habt ihr auch sowas erlebt? Wie reagiert ihr auf so eine Frage, wenn es um Geld geht? Wir sagten etwas zögerlich, dass wir aus Deutschland kommen. Der Kellner bedankte sich mit der flachen Hand auf der Brust und sagte, dass wir seine Gäste sind und nicht zahlen müssen. Wir schauten erstmal verwundert und bestanden darauf, dass er das Geld von uns annimmt. Wir kannten so ein Spiel aus dem Iran, wo man manchmal darauf bestehen muss, dass der andere das Geld annimmt. Aber er wollte wirklich nicht. Auch nach mehreren Versuchen, ihm das Geld in die Hand zu drücken, hat er abgelehnt. Wir wussten, dass Kaffee in Zentralasien unüblich teuer ist, also haben wir das Geld unter einer Tasse versteckt. Wir haben schon im letzten Video erwähnt, dass Tadschikistan eines der ärmsten Länder der Welt ist und wieder wurden wir von der Herzlichkeit der Menschen überwältigt. Weiter ging es auf die Passstraße, die bis auf 2700 Meter Höhe geht. Am Straßenrand verkauften Einheimische verschiedene Sachen, wie getrocknete Joghurtbällchen oder getrocknete Wildbeeren. Wir hielten auch an und kauften einige Kleinigkeiten. Snacks. Das sind Aprikosenkerne und Rosinen, aber ganz anders als unsere. Sehr, sehr lecker. Die Passstraße ist wirklich spektakulär, aber sehr gefährlich. Es gibt keine Leitplanken, viele Erdrutsche, viele LKWs und natürlich viele Unfälle.
Wir nahmen die Abzweigung nach Süden, die Straße führte an einem wilden Fluss entlang. Es gab kaum Verkehr und wir sind ewig durch eine sehr enge Schlucht gefahren. Es war sehr kurvig und schön mit dem Motorrad dort zu fahren. Die Steilhänge sind kahl und das Wasser hat eine ähnliche Farbe wie die Berge. Das zeigt, dass das Wasser sehr schnell nach unten fließt und viel von den brüchigen Steilhängen wegspült. Im letzten Video haben wir den Norden des Landes gezeigt und haben Bilder aus dem Seven Lakes Valley und andere tolle Orte gezeigt. Außerdem haben wir einige Fragen geklärt, unter anderem, wo ist Tadschikistan, warum es so viele Stunts gibt oder ob es dort gefährlich ist. In diesem Video fahren wir nach Süden und machen einen Abstecher zum Iskenderkul, einem sehr schönen See, und dann versuchen wir, einen sehr berühmten Tunnel zu umfahren. Schließlich kommen wir in der Hauptstadt Duschanbe an, wo wir einige Tage Pause machen. Bald fahren wir die Abzweigung zum Iskenderkul. Die Straße war nicht mehr so gut. Wir fuhren wieder an einem wilden Fluss entlang. Das Wasser war aber nicht mehr so grau. Von der Hauptstraße bis zu der See sind es um die 25 Kilometer und der Weg ist relativ gut und kann mit jedem Fahrzeug befahren werden. Der Weg ist sehr schön zu fahren und die Steilhänge und die Felsen in verschiedenen Farben sind einzigartig. Wir kamen früh am Nachmittag an und fanden an einer Ferienanlage eine Steinhütte für uns. Die Feriensiedlung am Ufer des Sees stammt aus der Sowjetzeit und wird von Leuten aus der Hauptstadt in den Sommermonaten häufig frequentiert. Der See befindet sich auf knapp 2200 Höhenmeter und man kann von dort viele Wanderungen machen. Nachdem wir uns einquartiert haben und etwas gegessen haben, machten wir auch eine kleine Wanderung. Dort gibt es viele Wasserfälle und wir wollten sie anschauen. Der Abfluss geht steil nach unten und in den Fluss sind riesige Felsbrocken runtergefallen. Die Berghänge drumherum sind sehr brüchig und man sieht riesige Felsen, die gerade noch so stehen und jederzeit nach unten kommen können. Die Wasserfälle sind gewaltig, aber leider hat man nicht so einen guten Blick darüber, denn es geht sehr tief in den Abgrund. Es gibt sogar eine Stahlplattform, die über dem Abgrund hängt, aber sie ist nur mit großen Steinbrocken gesichert. Ja wirklich, mit einem großen Stein waren die gesichert, damit sie nicht umkippt. Trotzdem ist die Landschaft einzigartig und die Felsbrocken beeindruckend.
Nachdem wir alles betrachtet haben und einige Bilder gemacht haben, sind wir zurückgegangen und haben uns was Warmes zum Abendessen gemacht. Ich wollte nicht zelten, weil ich gelesen habe, dass der Iskenderkul auch Schlangensee heißt und dass es einige auch gefährliche Arten gibt. Selbst in der Steinhütte habe ich nur sehr unruhig geschlafen. Am nächsten Tag haben wir uns entschieden, die Gegend um den Iskenderkul etwas mehr zu erkunden und haben die Straße, die am See entlang geht, genommen und wollten schauen, wie weit wir kommen. Der Name des Sees geht auf Alexander den Großen zurück, dessen Pferd der Legende nach im See ertrunken sein soll. Iskender ist die persische Variante von Alexander und Kul heißt See auf Tadschikisch. Nach dem See ging die Straße immer steiler nach oben und es wurde immer enger. Oben gab es ein etwas breiteres Tal und ein paar sehr kleine Ortschaften mit kleinen Steinhäusern. Die Menschen leben hier hauptsächlich von Viehzucht. Wir sind irgendwann mal umgedreht, denn die Straße war nicht mehr deutlich zu erkennen. Nur noch einige Spuren gingen weiter. Als wir wieder auf dem Weg nach unten waren, kam uns ein großer LKW entgegen. Immer wenn man meint, die Straße ist zu steil, zu eng oder verlassen, kommt so ein Riesending entgegen und fährt ganz unbeeindruckt nach oben. Der transportierte Baumaterialien nach oben und musste an den Kern mehrmals zurücksetzen, um weiterzukommen. Wir fuhren den ganzen Weg wieder zurück, vorbei am Iskenderkul, bis wir unten an der Hauptstraße waren. Wir haben immer wieder angehalten und viele Bilder gemacht. Die Landschaft ist atemberaubend. Wir sind dann weiter Richtung Duschanbe gefahren. Auch die Hauptstraße ist sehr schön zu fahren, das haben wir schon erwähnt. Aber wir fuhren nicht sehr weit und wir nahmen wieder eine Abzweigung. Diesmal wollten wir in den sehr berühmten Tunnel umfahren. Berühmt, aber leider im negativen Sinn. Es geht um den Ansub-Tunnel, der sogenannte Tunnel of Death. Wir wollten versuchen, diesen Tunnel zu umfahren und nahmen die Abzweigung zum Ansub-Pass, der bis zu 3300 Meter hoch geht. Wir wussten nicht, ob wir drüber kommen würden, aber es war uns egal. Die Straße ging hoch in die Berge
und wir würden bestimmt Spaß haben. Der Weg war wirklich spektakulär und ging wieder an einem wilden Fluss entlang. Anscheinend kam sehr viel Schmelzwasser von oben, denn an manchen Stellen war das Wasser bis an den Weg gekommen und wegen der vielen Pfützen kann man davon ausgehen, dass der Fluss immer wieder die Straße überflutet. Weiter oben, wo es angenehmer war und die Berghänge wieder mit Gras bedeckt waren, kamen wir in eine Ortschaft, die ziemlich belebt war. Es ist das Dorf Ansub, Namensgeber von dem Tunnel und dem Pass. Auch dort oben leben die Menschen von Landwirtschaft und von dem, was sie selber verarbeiten können. Weiter oben war die Straße nicht mehr so gut. Sehr eng und steil, riesige Felsbrocken lagen herum. An manchen Stellen waren noch Asphaltstücke zu sehen. Das liegt daran, dass die Passstraße die einzige Verbindung war zwischen Norden und Süden des Landes. Kaum zu glauben, dass dort der ganze Lkw-Verkehr durchgefahren ist. Uns kamen zwei Israelis entgegen, die wir schon bei Iskenderkul getroffen haben. Die erzählten uns, dass die Straße kurz vor der Passhöhe von Schnee blockiert ist. Wir fuhren aber trotzdem weiter. Wir hatten viel Spaß, auf diesen einsamen Weg zu fahren. Der Weg war immer schlechter und einige Schneefelder waren schon zu sehen. Da oben war ein kleiner LKW. Die zwei Männer, die mit dem Ding hochgefahren sind, haben uns erzählt, dass sie dort oben warten müssen, bis die Straße geräumt wird. Umdrehen konnten sie wegen kaputter Bremsen nicht. Es war aber klar, dass wir nicht weiterkommen und machten eine kurze Pause. Und machst nicht durchfahren? Anderes Mal. Hast Skier mitgenommen? Skier mitgenommen? Wir nahmen dann den Weg zurück und etwas weiter unten suchten wir einen guten Platz, um eine Pause zu machen. Der ganze Weg zurück hat uns sehr viel Spaß gemacht und wir haben oft angehalten, um Bilder zu machen.
dem Dorf Ansop war wieder viel los und viele Bewohner winkten uns freundlich zu. In dem ersten Video über Tadschikistan haben wir einige Fragen gestellt, die wir in diesen Videoserien beantworten wollen. Unter anderem, ob es gefährlich sei, dorthin zu fahren. Wir müssen nochmal betonen, überhaupt nicht. Die Menschen hier sind sehr herzlich und freuen sich über Besucher. Wir haben vorher schon ein Beispiel erwähnt. Das Gefährlichste an so einer Reise ist leider wie so oft der Straßenverkehr. Aber das ist leider fast überall auf der Welt der Fall. So, was ist hier los? Jetzt gibt es erstmal Kaffeepause, weil wir konnten den Pass leider nicht machen. Zu viel Schnee. Was machen wir jetzt? Kaffee trinken und zurückfahren. تماشا مربا دخشن عمرمه ویف تماشا مربا دخشن ام پررمن عمرمه سایل کویه نم تماشا مربا دخشن عمرمه ویف تماشا مربا دخشن ام پررمن عمرمه و چشمای خطن لوه فقدار در دوا و چشمای خطن لوه فقدار در دوا چشمای ناصر برختا عربا دخشن عمرمه چشمای ناصر برختا عربا دخشن عمرمه سایل کویه نم تماشا عربا دخشن عمرمه ویف تماشا عربا دخشن ام پررمن عمرمه لب تو سیه شو برسم یا به درگاه یمه لب تو سیه شو برسم یا به درگاه یمه یا رب من لب تو سیه شای برن عمرمه یا رب من لب تو سیه شای برن عمرمه سایل کویه نم تماشا عربا دخشن عمرمه ویف تماشا عربا دخشن ام پررمن عمرمه مرتلفه نوب پامیر عید نوروز عربا عید نوروز آب پامیر ماشان دایم زور زان عید نوروز ام تماشا عربا دخشن عمرمه عید نوروز ام تماشا عربا دخشن عمرمه سایل کویه ام تماشا عربا دخشن عمرمه ویف تماشا عربا دخشن ام پررمن عمرمه و چشمای خطن لوه فقدار در دوا و چشمای خطن لوه فقدار در دوا چشمای ناصر برختا عربا دخشن عمرمه چشمای ناصر برختا عربا دخشن عمرمه سایل کویه نم تماشا عربا دخشن عمرمه ویف تماشا عربا دخشن ام پررمن عمرمه ویف تماشا عربا دخشن ام پررمن عمرمه Der Ansop-Tunnel war deswegen wichtig, weil das Land sonst für mehrere Monate im Jahr in zwei Teile getrennt war
Obwohl der Tunnel noch gar nicht fertig war, wurde er schon für den Verkehr freigegeben, weil er von strategischer Bedeutung war. Die Bedingungen waren katastrophal. Das Wasser war knietief, riesige Schlaglöcher, Baumaschinen, Bauarbeiter, kein Licht, keine Belüftung und liegen gebliebene LKWs, die Stau verursachen. Ich blende mal eine kurze Videoaufnahme, die von einem Motorradfahrer vor ein paar Jahren gemacht wurde, ein. Echt unglaublich, wie es dort zugegangen ist. Immer wieder starben Menschen an Kohlenmonoxidvergiftung. Auch die Passstraße war nicht weniger gefährlich. Im Oktober 1997 vergrub eine Lawine 46 Menschen und 15 LKWs und Autos auf einmal. Erst 2017 wurde der Tunnel fertiggestellt und die Passstraße wird kaum mehr befahren. Aus dem zweiten Rohr, das parallel gebaut wurde, kommt jetzt ein Fluss raus und deswegen kann nicht mehr weiter ausgebaut werden. Als wir den Tunnel passierten, war alles nass und viel zu wenig Licht. Wir hatten keine Zusatzscheinwerfer und auch wegen der Rauchwolke sahen wir kaum was. Außerdem kamen uns Autos mit Wahnsinnigen entgegen, die trotz der Verhältnisse und Gegenverkehr überholten. So, wir haben gerade den Ansop-Tunnel durchquert. Das war der schlimmste Tunnel, den ich je gesehen habe. Das war das Schlimmste, was ich je mit dem Motorrad gefahren bin. Ja. Ja, wir haben uns ein bisschen beschwert über die Zustände im Tunnel und trotzdem ist es heute viel besser als vor ein paar Jahren. Später haben uns andere Motorradfahrer erzählt, dass die mit Zusatzscheinwerfern ganz gute Sicht hatten und es gar nicht so übel war in dem Tunnel. Vielleicht müssen wir einfach etwas nachlegen. Abends haben wir es nicht mehr geschafft bis in die Hauptstadt und so sind wir in eine Straße abgebogen und haben nach ein paar Kilometern ein sehr gutes Hotel in einem Kurort gefunden. Natürlich gab es auch da Abendessen und Frühstück inklusive. Am nächsten Morgen nach dem Frühstück fuhren wir die letzten Kilometer in die Hauptstadt Duschanbe, wo wir uns ein sehr bekanntes Hostel ausgesucht haben. Das Greenhouse Hostel ist ein Hotspot für Motorradreisende. Wir haben die Motorräder ordentlich gewaschen, denn ich wollte hier in der Hauptstadt einen Service an die Motorräder machen. Wir sind zu einer bekannten Motorradwerkstatt gefahren, die uns erlaubte, auf den Hof zu schrauben. Aziz, der Mechaniker, stellte uns alles, was wir brauchten, zur Verfügung und so konnte ich das Öl, Zündkerzen und Luftfilter wechseln. Die Kette konnte ich dort richtig reinigen und meinen Gummispritzschutz konnte ich mit Kabelbinder nähen. Aziz wollte nichts von uns haben, nur ein Bild mit uns und unseren Motorrädern. Das ist unser Restgeld. Kaugummi, Tattoo. Okay. Boah, Samus neues Tattoo. Wir haben gerade unsere Handschuhe reparieren lassen. Alle Handschuhe hatten Löcher und die Frau hat das super hinbekommen, die Löcher sind zu. Und sie hat nur 10 Somoni, also weniger als 1 Euro verlangt. Und dann haben wir ihr 30 gegeben, da hat sie sich, glaube ich, schon gefreut. In der restlichen Zeit haben wir uns ein bisschen entspannt und die Stadt ein bisschen erkundet. Duschanbe war vor der Sowjetzeit immer eine Kleinstadt. Und erst die Sowjets haben es zu einer Großstadt aufgebaut. Es trug damals den Namen Stalinabad, also Stalin-Stadt. Erst nach Stalins Tod bekam die Stadt ihren Namen wieder zurück. Duschanbe kommt von Montag und die Stadt heißt so, weil dort ein berühmter Markt immer montags stattfand. So, wir sind gerade in Duschanbe und haben ein paar Sachen erledigt, Papierkram und größere Einkäufe. Uns entspannt, Motorradklamotten gewaschen. Ja, und morgen geht's los in den Pamir. Ich habe auch die Visa für Kirgisistan beantragt. Wir haben auch viele andere Motorradfahrer getroffen, die wir hoffentlich auch unterwegs nochmal treffen werden. Morgen geht es dann endlich weiter in den Pamir. So viel zu sehen gibt es in der Stadt dann doch wieder nicht und wir entschlossen uns, endlich wieder aufzubrechen und endlich die ganz hohen Berge zu erkunden. Am nächsten Morgen fuhren wir los ins Pamirgebirge und wir nahmen den berühmten Pamir Highway. Aber das seht ihr in der nächsten Folge. Es bleibt auf jeden Fall spannend,
Denn ab diesem Zeitpunkt waren wir nicht mehr allein unterwegs. Mit wem wir unterwegs waren und wo wir überall gefahren sind, werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben, das hilft, damit es auch andere zu sehen bekommen. Kommentiert und teilt es mit euren Freunden, die sowas interessieren könnte. Danke fürs Zuschauen und bis bald.